Ich zeige dir mal etwas. Es sind zum Beispiel Haarprodukte für Afrikaner. Aber schau mal, wie das Mädchen auf dem Foto, also das Porträt ist. Das Porträt. Es ist einfach halb weiß und da wieder. Ich habe noch nie eine ganz schwarze Frau, ich meine richtig schwarz, oder? Auf so einem Ding Verpackung gesehen. Und glaub mir, das brauche ich schon seit Jahren. Wenn ich meine Haare machen will, meine Extensions. Und noch nie habe ich wirklich eine schwarze Frau auf dem Zeug gesehen. Das zeigt einfach eigentlich, wie unsere Welt verdreht ist und was der Schönheitswahn in unseren Augen oder das Schönheitsideal ist einfach total verdreht. Wärst du heller, wärst du schöner. Hat so mega oft gesagt. Es wäre eine Schande, dass ich jetzt einfach dunkler bin. Rassismus hat ja ganz viele Facetten. Es ist wie eine kleine Droge, dass ich heller werden will. Mit dem habe ich mir einmal das Gesicht verbrannt. Da sind gewisse Grenzwerte überschritten, wo man einfach muss sagen, ab dann ist ein Produkt definitiv nicht mehr sicher. Es ist schon schlimm, dass man seine Hautfarbe ändern muss, damit man sich besser fühlt. Es sollte einer der schönsten Tage von ihrem Leben sein. Mit 15 feiert Divya Sadhguna Nathan ihre Pubertätszeremonie. Ein hinduistisches Fest nach der ersten Periode von einem Mädchen. Die Luzernerin wird hübsch gemacht und geschmückt. Ihre Verwandten aber scheint etwas zu stören. Wir haben gesagt, wärst du heller, wärst du schöner. Das hat so mega oft gesagt, weil meine Gesichtszüge schön sind, oder okay sind, aber wäre ich heller, wäre ich schöner. Oder als ein braunes Mädchen bist du gar nicht so schlecht. Also, es war so wie mega abwertend. Nicht nur die Verwandten, sondern auch die eigenen Gäste sprechen sie auf ihre dunkle Hautfarbe an. Die Message, sie soll sich ändern. Braun sein heisst in unserer Gesellschaft, es ist nicht schön, es ist hässlich. Und hell sein heisst schön. Und mir ist die Bleichcreme empfohlen worden, um für das Fest heller zu werden, sprich überhaupt schön zu sein. Die Mami von der Divya hat ihr keinen Druck gemacht und ihrer Tochter nie gesagt, dass sie sich ändern soll. Vom weiteren Umfeld hat sie aber die Erwartungen gespürt. Zum Beispiel von den Kolleginnen der Mutter. Sie hat dem Druck nachgegeben und zu einer Bleichcreme gegriffen. Ein ganz krasser Unterschied, wenn man Bleaching Cream benutzt, Brechcreme benutzt, ist einfach das Gesicht mega hell und deine Körperparteien bleiben ja immer noch gleich. Und man sieht es hier mega gut, dass ich einfach im Gesicht mega hell bin. Und hier bin ich dann mega schwarz. Oder? Und ich musste nachher das Teil anlegen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, dass ich so dunkle Arme habe. Habe ich nachher so ein Gewand hier angelegt, wie man das hier sieht. Oder? Seht ihr das? Weil ich einfach nicht meine Arme so zeigen, weil es einfach zu dunkel war. Krass. Als 15-Jährige ist ihr gar nicht bewusst, was sie sich überhaupt ins Gesicht schmiert. Wie fest dass es wirkt, erstaunt sie selber. Ich zeige euch ein paar Bilder, wo man sieht, dass meine Creme eingeschlagen hat, dass die Bleaching Cream eingeschlagen hat. Und zwar hier. Ich kann zoomen. Da sieht man, dass ich viel heller bin. Da hat sie dann wirklich durchgekommen. Hat sie dann gewirkt. Und schon kommen die ersten Komplimente von ihrem Umfeld. Weil ihr Gesicht bleicher ist, sieht sie jetzt schöner. Das treibt sie an. Im Internet gibt sie sich heller, als sie ist. Zum Beispiel, man sieht auch da habe ich einfach immer hellere Sachen gepostet. Also, ich habe immer einen helleren Filter benutzt. Man sieht das ja hier. Hier sieht man auch 2 Personen, oder? Das bin ich gar nicht. Das Zürcher Kloten ist die Heim von Claire Benge. Ihre Eltern kommen von Kamerun.
Dass das Aussehen eine grosse Rolle spielt, hat ihr ihre Mami mit auf den Weg gegeben. Also das jetzt, die Seife, die ich brauche, ist eine normale Seife vom Handel. Normale Seife tönt selbstverständlich. Lange war es bei ihr aber anders. 10 Jahre hat sie sich mit Seifen gewaschen, die Bleichmittel drin haben. Sie hat sie immer noch daheim. Früher habe ich halt die Seife da gebraucht, das heisst Abidjanaise. Auf dem Bild ist natürlich die Traumfrau oder der Traumton oder Hautfarbe, die wir gerne hätten. Sagen wir so, die ich auch früher gerne hätte. Und das hier ist ein älteres Produkt. Das habe ich auch schon länger. Es hat mich sogar gewundert, dass ich das noch gefunden habe. Aber mit dem habe ich mir, glaube ich, einmal das Gesicht verbrannt. Unsere Mutter hat uns halt die Produkte gerade zur Verfügung gestellt. Und nachdem ist halt zu einem Zwang geworden, dass ich immer heller werden wollte, um Gesellschaft Normen ein bisschen mehr entsprechen, damit ich mich willkommen fühle, auch hübsch fühle bei meiner Familie und auch für mich selber. Ich habe gemeint, das sei der Weg zur Schönheit. Über Jahre versucht sie so hell auszusehen, wie es geht. Ohne dass man merkt, dass sie nachgeholfen hat. Alles, was du bist, tust du einfach abneigen, oder? Und dann denkst du, ja, wenn ich weiss aussehe, wenn ich glattes Haar habe, so wie die Europäer, wenn ich so schöne Locken habe, wie sie das haben, oder? Dann bin ich schön, ich gehöre zu denen, ich gehöre dazu, ich werde akzeptiert. An der Zürcher Hochschule ZHAW forscht die renommierte Rassismusforscherin Miriam Eser-Davolio. Auch an speziellen Formen von Rassismus, wie der Hierarchie zwischen den Leuten, die selber von Rassismus betroffen sind. Seit 40 Jahren gibt es einen englischen Begriff dafür: Colorism. Die eben hellere Haut haben einen höheren sozialen Status und die mit dunklerer Haut sind mehr Vorurteilen ausgesetzt. Also nicht nur gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, die unter Umständen jetzt eben hellhäutig ist, wie bei uns in Europa, sondern eben auch noch innerhalb von ihrer Community sind sie nochmal diskriminiert. Und das macht es natürlich sehr schwierig, weil sie dort auch innerhalb von ihren Familien, innerhalb von den Gruppen, wo sie sich auch orientieren, zum Teil eben dann nochmal auch Benachteiligung erfahren. Leute, die mich früher kritisiert haben, dass ich so dunkel war, haben plötzlich gesagt, jetzt wirst du so schön wie deine Mom. Oder mega oft haben sie gesagt, jetzt, wo du heller bist, bist du viel schöner. Ich habe es auch von den Männern aus gemerkt. Man hat mich einfach mehr wahrgenommen, sagen wir es mal so. Divya Satkonanathan ist Schweizerin. Ihre Eltern sind Tamilen und kommen von Sri Lanka. Diese Insel ist lange von Kolonialmächten beherrscht worden. Von mächtigen Leuten, die weiss sind. Engländer, Portugiesen und ich glaube Holländer sind ja auf Sri Lanka gekommen. Und dadurch ist halt zum ersten Mal so das Weisse so reingekommen. Man hat sie zwar begrüßt, aber sie haben uns wirklich ausgenutzt. Sie haben alles für uns wollen. Und dort hat man halt das Gefühl gehabt, nein, Weisse sind einfach besser. Und ich glaube, dort ist auch das gekommen, dass man auch weiss werden. Der Ursprung, sagt man, hat es im Kolonialismus, und weil dort Kolonialherren jeweils Personen, also unter den Sklaven, bevorzugt haben, die hellere Haut hatten. Die haben zum Beispiel für Tätigkeiten innerhalb vom Haus, vom Gutsbetrieb machen, während die dunkelhäutigeren auf den Feldern arbeiten, der Hitze ausgesetzt waren, also viel härtere Arbeitsbedingungen hatten. Und so hat man eigentlich ein Zweiklassensystem unter den Diskriminierten, also unter den Sklaven, Sklavinnen geschaffen, wo dann auch von ihnen weiter übernommen worden ist und jetzt ein Stück weit weiter tradiert wird. Es ist aber nicht nur die Familie und das Umfeld, das sagt, man solle heller sein. Auch ihr Alltag in der Schweiz zeigt der jungen Luzernerin, dass es einfacher wäre, wenn man hellere Haut hätte. Man sieht hier, das sind die einzigen 3 Farben, die es hier gibt, oder? Und das sind auch alles so helle Farben. Und ich hätte sie mir einfach gekauft, weil ich es unbedingt wollte. Das Produkt hätte ich unbedingt wollen, obwohl es viel zu hell gewesen wäre.
Und am Anfang hätte ich mir gewünscht, dass ich einfach heller gewesen wäre, damit ich einfach da reinpasse. Gerade als junges Mädchen mit einem kleinen Budget kann die Make-up-Suche frustrierend sein. Wer einen dunklen Teint hat, muss häufig zu den spezialisierten Marken gehen, die dann noch deutlich teurer sind. Man gehört wie nicht zu der Gesellschaft, weil man fokussiert sich nur auf die Hellen. Man fokussiert sich einfach auf die Hellen und für die Dunklen gibt es weniger Farbe, es gibt nur Kritik, alle schauen dich komisch an. Und von aller Hinsicht, also von allen Richtungen her hat man einfach das Gefühl, man hat wie keinen Platz hier in der Schweiz als Dunkelhäutige, weil nicht einmal die Produkte gibt es für dich, mit denen du dich schminken kannst. Ja. Das wir ja gar nicht probieren. Mit der Zeit hat es einem so frustriert, dass man einfach gedacht hat, ein bisschen heller würde doch nicht schaden. Sich nicht schön zu fühlen wegen seiner Hautfarbe, das Problem haben schon immer ein Haufen Leute gehabt. Schon in den 60er Jahren hat sich in den USA eine Bewegung gegen das gebildet. Black is beautiful. Also, schwarz ist schön. Erst seit kurzem aber findet auch Divya ein Make-up, das zu ihrer Hautfarbe passt und wo sie auch zahlen kann. Für mich wäre es zwischen da und da. Da bin ich schon zu dunkel und es wäre eigentlich zwischen da und da. Das merkt man ja auch. Also, ich tue mal drauf. Ich glaube, ich kann sogar den Okay, das ist jetzt ein dunkler Concealer, aber man sieht ja gar nicht, dass es heller ist, oder? Es hat sich gerade mega gut mit meiner Haut adaptiert eigentlich. Ja. Und das Gefühl, dass ich gedacht habe, wow, man sieht es ja gar nicht, das habe ich so oft, also das habe ich schon mega lange nicht mehr gehabt. Ja, das ist eine gute Nummer. Grüezi. Ja. Taschenwelle? Nein, ist gut, ich kann eine Tasche. Die Kosmetikindustrie hat heute Produkte für Leute mit allen möglichen Hautfarben. Dass es aber schöner ist, heller zu sein, das zeigen sie den Leuten seit Jahrzehnten unmissverständlich. Zum Beispiel in diversen Werbespots, die bis heute in asiatischen und afrikanischen Ländern im Fernsehen laufen. That I can really trust to restore my skin's natural glow. A light complete or they 3 tones lighter skin. सिर्फ इसे வெளிப்படுத்தும் உங்கள் பொலிவை மீண்டும் பெறுங்கள். And evens the skin tone. For glowing skin. In 1 week. White plus papaya, my skin so white. Die Botschaft ist, man muss nur weisser sein, dann hat man Erfolg im Leben. Unbelievable! क्यों? रोज लगाती हूँ. No cheating. Result दुगना. Fair and Lovely Rose लगाएं, दुगनी Fairness पाएं. Wärst heller, wäre das Leben einfach einfacher. Die Wunde hat sich einfach mega festgesetzt im Inneren. Und man hat einfach alles versucht, nicht so dunkel zu bleiben. Die Visagistin, die sie überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, zum die Haut zu bleichen, hat ihr Mittel später nicht mehr besorgen aus gesundheitlichen Gründen. Also, ich bin mal dort, wo mir gesagt wurde, dass ich eben die Bleaching Cream nicht mehr bekomme, weil sie mega schädlich ist, bin ich im Bett gelegen und habe gemerkt, dass ich sie ums Verrecken eigentlich will. Und dort habe ich dann einfach verstanden, dass es für mich wie eine Droge geworden ist, die ich unbedingt haben will. Ohne die fühle ich mich nicht mehr ich selber, bin ich nicht mehr selbstbewusst. Ihr sei nur noch durch den Kopf, ohne die Creme werde ich wieder dunkel. Merkt aber zu diesem Zeitpunkt, etwas stimmt nicht mit mir. Es ist ein psychisches Problem und ich muss bei den Wurzeln anfangen zu arbeiten und herausfinden, wieso es mich stört, dass ich so dunkel bin, anstatt einfach heller zu werden. Sie sucht das Problem bei sich selber. Etwas, das viele machen. Eigentlich ist es ein gesellschaftliches Problem und ein soziales, weil es wird sozialer Druck auf jemanden ausgeübt, wenn er sich dem widersetzt. Also es braucht eine relativ starke Persönlichkeit, dass man sich da durchsetzen kann und auch vielleicht die eigene Mutter dann kann sagen, nein, ich mache das nicht und das hat nicht die Wichtigkeit für mich, ich definiere mich über anders. Claire Benge ist genau an diesem Punkt. Sie will nicht mitmachen bei dem. Durchs Recherchieren hat sie Sachen erfahren, die sie zum Umdenken bewegt haben. Über das Thema redet eigentlich niemand gern. Sie aber will jetzt informieren und macht darum bei diesem Film mit. These products contain high concentrates of hydroquinone and mercury.
Long-term use can cause skin cancer and have other serious side effects, according to medical reports. You now see this massive trend of increased use. Da in dem Video zum Beispiel ist ganz kurz, aber es zeigt recht viele Informationen, was in diesen Produkten ist und dass man Krebs von dem kriegen kann. Und heutzutage, man vergisst auch, es sind nicht nur die legalen Produkte, die auf dem Markt landen, sondern auch die illegalen. Und die siehst du, die kannst du überall finden. Ich meine, du gehst da in Zürich und du findest ein Produkt, das recht stark ist, recht stark dosiert ist, oder? Und es darf eigentlich nicht auf den Markt kommen, aber es wird verkauft, weil die Anfrage ist einfach da. Was genau in diesen Produkten drin ist, untersucht das kantonale Labor Basel-Stadt immer wieder. Auf die Hautbleichmittel hat sich der Chemiker Urs Hauri spezialisiert. 5 Hautcremen hat er zuletzt untersucht. Das Resultat: alle haben verbotene oder zu hoch dosierte Mittel drin und müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Häufig findet er Quecksilber und Hydrochinon, wo in der Schweiz verboten ist. Das ist ein Stoff, den ich nicht möchte auf der Haut haben. Diese und ähnliche Substanzen können ernsthafte Folgen haben. Sei es jetzt im Bereich von Hautproblemen, die man bekommen könnte, sei es aber auch Ganzkörpersachen. Corticosteroid Ganzkörper einsetzt, ist sicher keine gute Idee. Hydrochinon auch nicht, sei es wegen allenfalls Krebsproblemen oder halt auch andere Probleme mit Nieren oder so. Darum gibt es immer wieder Stichproben in Läden in der ganzen Schweiz. Weil die Cremen und Mittel meistens über das Ausland in die Schweiz kommen, können sie nicht mehr machen. Das ist ein Aufwand, den wir gar nicht leisten können. Wir machen das ab und zu, auch wieder, um das auch zu sensibilisieren, schlussendlich auch bei den Läden. Passet auf, das ist ein heikles Geschäft. Aber sonst geht es nur über die Bewusstseinsbildung der Konsumentinnen und Konsumenten, die sich im Prinzip eine bleichere Haut wünschen und dass das halt mit gewissen Risiken verbunden ist. Das ist nicht schön. Tiere müssen sich keine Sorgen um solche Sachen machen. Es ist braun, schwarz. Trotzdem sieht es noch recht schön aus. Ist egal, wie man aussieht schlussendlich. Voll stolz. Nach 10 Jahren ist Claire Benge von den Bleichmitteln weggekommen. Mit Argument hat sie mittlerweile auch ihre Mutter überzeugen. Es ist aber nicht alles von heute auf morgen gegangen. Sie hat ein Jahr gebraucht, um sich so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich kann rausgehen, wie ich möchte. Früher hätte ich mir das nie getraut. Vor allem ohne Make-up, ohne nichts auf meiner Haut. Das wäre für mich undenkbar gewesen vor noch ein paar Jahren. Aber heute schäme ich mich nicht mehr. Es ist auch eine Sache vielleicht von Gewohnheit. Man gewöhnt sich auch daran und je öfter du dich im Spiegel anschaust, umso wohler fühlst du dich mit dich selber. So wie du schliessest Frieden einfach mit deinem Aussehen und akzeptierst dich einfach so. Und du sagst, ja, ich bin so geboren und ich bin hübsch. Heute sieht sie das so, weil sie mit ihrer Cousine darüber reden konnte. So haben sie sich gegenseitig geholfen. Darüber zu reden, ist das Wichtigste. Divya Satkonanathan trifft ihre Freundinnen. Sie haben sich schon lange nicht mehr gesehen. Ein schöner Herbsttag, darum geht es jetzt ab auf den Pilatus. So einen Ausflug auf den Berg hat sie schon lange nicht mehr gemacht. In anderen Jahren hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht getraut. Beim Wandern kann man nämlich durch die direkte Sonne auch braun werden. Gezielt wäre ich dort wandern, wo es mehr Schatten hatte. Also auch bei den Wanderungen bin ich eigentlich eher im Schattenbereich als im Sonnenbereich. Okay. 1, 2, warte schnell, mit der Schatten, Caroline. 1, 2, 3. Vor 2 Jahren sind sie mit der Schule in die westfranzösische Hafenstadt La Rochelle. Diese Reise hat Divya heute noch gut in Erinnerung. Dort ist sie nämlich mit 21 zum ersten Mal an den Strand söhneln. Wow, schau das an. Es ist traumhaft.
Es ist zwar schon ein paar Jahre her, dass sie gemerkt hat, dass sie ein Problem hat mit ihrer Hautfarbe. Trotzdem hat sie sich unwohl gefühlt, wie sie brüner geworden ist in den Ferien. Das ist auch ihrer Kollegin aufgefallen. Du hast ja gesagt, am Strand, dass dir mega gefallen hat, deine Brüne, oder dass du dich mega selbstbewusster durch das gefühlt hast. Aber am Abend nachher ist es trotzdem halt ein bisschen eine Veränderung sozusagen. Und ich glaube, es ist ja normal, dass man sich so bei Veränderungen oder Entwicklungen nicht gerade vom 0 auf 100 kann verändern oder ohne Rückschläge oder ohne Downs das durch kann machen. Also ist es mal verständlich, wenn es einem nicht so gut geht. Dabei geholfen haben ihr vor allem ihre Kolleginnen. Sie redet mit ihnen und merkt immer mehr, wie wichtig es ist, sich zu akzeptieren. Was? Wie vorher gar nicht kennt, dass man einfach nur sünneln. Ja, das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich im Fall auch nicht gecheckt. Das habe ich erst bei euch so extrem mitbekommen. Aber was hättest du denn am Strand gemacht? Ich wäre, ganz ehrlich, im Fall an einen Ort angegangen, wo einen Sonnenschirm hatte. Ich hätte dort so gechillt. Ich kann mir das wenig vorstellen, dass sie gar nicht baden oder in Frankreich hat sie dann halt das Bikini von der Michelle anlegen und ist dann mit uns das erste Mal ins Meer. Aber Leute, das hätte ich vor 2-3 Jahren nicht kennen. Das ist so krass. Aber bist du froh darum, dass das so? Mega. Jetzt kann ich auch mit euch mitreden. Da. Nein, ich bin schon mega glücklich, ja. Und vor allem, es stört mich auch nicht mehr, weißt? Wenn jetzt zum Beispiel, ich bin dann von Spanien heimgekommen, meine Eltern haben mir gesagt, du bist hure braun geworden. Also so im negativen Sinn? Oder? Ja, voll. Meine Mama, also ich bin von Frankreich heimgekommen, nachher hat meine Mama gesagt, du bist ja hure braun. Also sie hat gesagt, du bist, das heisst, auf Tamil ist Karaterte, das heisst schwarz werden. Und sie so, du bist ja voll schwarz geworden. Und ich habe das voll nicht als Beleidigung aufgenommen. Ich habe so voll gedacht, ja, für dich ist es etwas Schlimmes und ich bin mega glücklich darüber. Dass das auch so mit der Hautfarbe immer ein Thema war oder dass sie eben sich unwohl gefühlt hat, wenn sie zum Beispiel auch ein bisschen dunkler geworden ist, hätte ich nicht gedacht. Darum habe ich es eigentlich umso schöner gefunden, als sie sich gegenüber von uns ein bisschen geöffnet hat und wir bei ihr ein bisschen können durch das durchhelfen, obwohl wir das in dem Moment gar nicht gemerkt haben, dass wir ihr dabei helfen können. Es ist halt so ein Prozess, gell? Und erst jetzt realisierst du so all die Punkte, wo so alles, ja, weil ich habe es auch nicht so ganz gecheckt, während den letzten 10 Jahren habe ich es nicht so ganz verstanden, weil es ist alles so schnell gegangen und ich habe mich einfach dem hingegeben, dem Thema. Und jetzt, wenn ich so darüber rede, merke ich so, ja, was für eine riesige Wandlung es war eigentlich, von damals zu jetzt. Wie du so Schritt mit Schritt gewachsen bist. Ja, voll. Und ich bin unglaublich dankbar. Oh. Unglaublich. Ui. Ja. Das ist meine Ist das nicht Kann ich heulen? Das Make-up. No. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass deine Kollegen dich verstehen, weil es ist ein mega abstraktes Thema für sie, wo sie ja jetzt nicht betroffen sind. Ich meine, sie haben jetzt nie das Problem gehabt, dass sie dunkler werden und so. Und dass sie dir zuhören und das verstehen und dir einfach dabei unterstützen und dich so annehmen, wie du bist. Und ich glaube, das ist so der Kernpunkt auch von der Freundschaft, oder?